Wie bei der ersten und zweiten Seite starten wir wieder mit einem Papier, das die Maße 30 x 30 cm hat. Dann machen wir eine Falzlinie bei 1 cm, bei 16 cm und dann nochmal eine hier bei 15 cm. Und dann schneiden wir hier diesen 1 cm Streifen bis zur Hälfte ab. So, dann schneiden wir noch die Kanten von dieser Lasche ab. So, das Papier liegt jetzt so vor uns, dass die Lasche hier links unten liegt. Und in dem Fall werden wir jetzt das linke obere Quadrat ausschneiden. Als nächstes werden wir die rechte Seite nach links knicken. Und dann diese Lasche nach oben knicken und hier ankleben. Dafür werde ich jetzt doppelseitiges Klebeband anbringen. So, und das obere Quadrat knicken wir nach unten. Und an der linken Seite wird dann unsere Seite an die Bindung angebracht und hier oben ist dann eine Tasche für den Tag. Als nächstes werde ich jetzt hier 1,5 cm abschneiden. So, das heißt, diese aufklappbare Seite misst jetzt 15 cm mal 12,5. Und als nächstes nehmen wir uns dieses Quadrat, was wir ganz am Anfang abgeschnitten haben. Das misst 15 mal 14 cm und wird ja dann hier unten angebracht. Und da werden wir jetzt noch einen halben Zentimeter entfernen, dass es dann letztendlich 15 mal 13,5 cm groß ist. So. So, als nächstes wollen wir diese mittlere aufklappbare Seite hier oben anbringen. Das heißt, wir werden jetzt noch mal hier oben eine Falzlinie machen und zwar bei ungefähr 0,7 cm. Ist auch okay, wenn ihr 1 cm macht. So, das knicken wir dann. So, und jetzt werden wir diesen gefalzten Streifen oberhalb dieser Falzlinie ankleben. Das heißt, wir kleben es quasi an diese aufklappbare Seite. Bevor ich das mache, werde ich jetzt noch mal ganz kurz hier die Ecken abschneiden. Und dann werde ich das Ganze mit flüssigem Kleber anbringen, damit ich noch die Möglichkeit habe, das so ein bisschen zu verrücken. Falls mal irgendwas abstehen sollte, wie hier, nehme ich einfach eine Schere und schneide das dann ab. So. Als nächstes werde ich hier die Kanten noch ein bisschen abrunden.
der Rückseite werde ich jetzt wieder so einen Halbkreis stanzen, damit man den Tag besser rausbekommt. Dafür habe ich mir hier die Mitte markiert und werde das jetzt stanzen. So, ich habe jetzt das Motivpapier schon zugeschnitten und bevor ich das hier anbringe, werde ich das noch hier am Rand ein bisschen einfärben. So, ich habe jetzt überall Klebeband angebracht und als nächstes werde ich das Motivpapier hier anbringen. So, für den Tag, der dann hier reinkommt, habe ich mir ein Papier zugeschnitten mit den Maßen 13 mal 14,5 cm. Der Grund, warum das ein bisschen schmaler ist, ist der, dass wir das Ganze ja an der Bindung hier befestigen und dann verlieren wir so einen knappen Zentimeter. Damit der Tag da reinpasst, ist er wie gesagt nur 13 cm breit. Ich habe mir das entsprechende Motivpapier jetzt zugeschnitten und werde das jetzt anbringen. Zum Schluss will ich hier noch so ein kleines Täschchen anbringen. Dafür nehme ich mir jetzt ein kleines Stück Papier und meinen Stanzer und stanze mir das Papier. So, ich habe jetzt an diesen 3 Seiten 2 cm Abstand gelassen und hier oben 1,5. Und jetzt werde ich das an diesen 3 Seiten bei ungefähr 0,7 cm falzen. Wenn das gemacht ist, werden wir jetzt diese beiden Quadrate an der Ecke abschneiden. So, und jetzt werden wir noch die Ecken ein bisschen abschrägen. Und als nächstes werden wir da Kleber anbringen an diesen Laschen und das dann hier anbringen. Das heißt, wir knicken das erstmal. So, und dann kommt das hier an die Ecke. So, für die Tasche habe ich mir jetzt auch einen kleinen Tag zugeschnitten und da habe ich mir Motivpapier ausgeschnitten und werde das jetzt hier anbringen. Und dann seid ihr auch schon fertig.